Ich war wieder mal an der größten Manga-Comic-Con der Schweiz, die Fantasy Basel. Es war ein Fest, meine lieben Freunde. Wir hatten einen fetten Stand dort, wunderschön eingerichtet zum Tätowieren mit ganz vielen Wanadoos, sehr viel verschiedene Manga, Anime, Film und Game Motive und natürlich mein Manga Revenge of Medusa durfte auch nicht fehlen, mit ganz vielen fetten Merch, Figürchen und Sticker-Sets und ganz vielen Fine Art Prints, eingerahmte oder Postkarten. Und meine Mitarbeiterin Gloria hat auch einiges dabei, Fine Art Prints und diese selbst gezeichneten, handgemachten Bookmarks hier und natürlich auch jede Menge fette Wanadoos zum Tätowieren. Und ja, es war geil, es war geil. Ich weiß noch, als wir dort hingingen, ich und meine Mitarbeiterin hatten uns schön alles bereit gemacht, in das Auto gestopft, richtig Tetris-Style. Normalerweise haben wir von Zürich nach Basel eine Stunde plus minus. Wir waren fucking 4 Stunden unterwegs im Stau. Boah, alter Schwede, das war eine Katastrophe. Weil da war ja irgendwie so, Auffahrt war am nächsten Tag. Und alle sind losgefahren, irgendwo in die Ferien, in den Urlaub. Keine Ahnung, Mann. Ich war noch nie so lange unterwegs nach Basel. Also knappe 4 Stunden Fahrt. Boah, alter Schwede. Und dann endlich mal angekommen dort, haben wir unseren Stand schön eingerichtet. Tralala, wir hatten nur eine Stunde Zeit wegen Zeiten einhalten und so. Man muss jedes Mal 100 Franken bezahlen, wenn man reinkommt, und dann kann man so in die Halle fahren und nach einer Stunde muss man wieder raus. Wenn man wieder rein will, muss man nochmal 100 Franken zahlen, aber ja, das kriegt ihr dann zurück. Und ja, so schnell haben wir alles so hingeklopft, hingeschmissen, und dann auf der Rückfahrt hatten wir nur 40 Minuten. Die Straßen waren leer, wunderbar. Und am nächsten Tag sind wir losgefahren mit meiner Frau und ihrer Schwester. Sie hat uns geholfen dort die ganze Zeit. Haben wir noch schnell das ganze Merch und all die Wanadoos hingelegt und so, den Rest schön eingerichtet. Und dann kamen schon die ersten Leute und so vorbei, haben ein bisschen geguckt und so. Am Anfang beginnt es immer so ein bisschen ruhiger. Um 10 hat es begonnen, genau. Manche waren schon um halb 10 dort, wegen irgendwie Frühbucher-Ticket, keine Ahnung. Es war so gegen 12, hatte ich dann endlich mal mein erstes Tattoo. Das war dieses süße Kätzchen mit roten Flügeln. Danach kam dieser süße Groot, war auch eins von meinen Wanadoos. Das erste Kätzchen war kein Wanadoo, das hat sie mitgebracht. Und ja, ich sage ja immer, ich habe so viele Wanadoos, das waren bestimmt über 1000 Stück oder so, fast. Ich habe es nicht gezählt, aber es werden immer mehr und mehr. Und manchmal kommen eben Leute mit einem eigenen Wunsch, was sie selber im Handy haben, irgendein Bild und so, das nicht bei mir in den Wanadoos ist. Und ich habe dann gesagt, okay, dann lass machen, nicht ja easy, so ein Kätzchen, weil sonst geht es eben zu einem anderen. Und wir haben ja unseren Stencil-Drucker dabei gehabt und so, und das war dann easy. Danach kam eine gute Kundin, wo auch schon bei mir im Laden war. Also sie war das erste Mal an einer letzten Convention, auch in Zürich, hat sich diesen Mando gemacht mit dem Grogu, und dann kam sie zu mir ins Studio und dann hat sie diese Leia gemacht mit dem Chewie. Und jetzt war sie wieder da an der Convention, an meinem Stand. Sie ist voll der Star Wars Fan und ich liebe auch Star Wars. Hier seht ihr meinen Lieblingscharakter, Ahsoka. Und dann hat sie eine Ahsoka gemacht mit dem Grogu, so ganz süß, und natürlich nochmal eine süße kleine Princess Leia. Dann kam ein Fräulein mit diesem Schnatz von Harry Potter. Ich glaube, das war sogar ihr erstes Tattoo, war auch ganz cute. Dann kam ein Fräulein mit dem Loki-Ding da, war auch kein Wanadoo von mir, aber sie hat die ganze Zeit irgendwas Marvel gesucht. Ich glaube, ich hatte nur einen einzigen Spider-Man-Kopf von Marvel. Danach kam noch ein Junge, der wollte den Ninja Turtle hier, den Leonardo. War auch ganz cool, war ein kleines bisschen kompliziert, er konnte sich nicht so entscheiden, wo er das haben will und so. Dann habe ich sie einmal draufgeklebt und dann hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, noch ein bisschen so und dann noch ein bisschen so, und dann war seine Freundin auch mit dabei und
Dann hat er die ganze Zeit um ihre Meinung gefragt, ja, was denkst du, was denkst du? Und dann war sie ab und zu so, und ich schon bereit und so, weil die Leute kamen die ganze Zeit, oder? Und ich war so, okay, mach mal, Alter, gefällt's dir? Du musst es tragen dein Leben lang, du musst sagen ja oder nein, wenn es dir gefällt. Und am Schluss haben wir es irgendwo hier hingeklebt und ja, dann konnten wir es endlich stechen und den Guts habe ich nachher gemacht, habe ich gesagt, boah, sehr geil, auf den hatte ich voll Bock gehabt, den Guts zu machen und dieses Mädel hatte auch voll Freude daran und sie hat sie ja so umgekehrt gemacht, dass sie es sieht, dass es für sie ist. Also eigentlich ist es ja dann verkehrt auf dem Kopf. Weil wenn man den Arm so unten hat, sollen die Tattoos ja alle nach unten schauen, weil je nachdem, wenn man weitermacht. Aber es gibt so ein bisschen gewisse Leute, die wollen das einfach alles verkehrt, dass sie es besser sehen. Ja. Und sie machte noch diesen Sukuna Tomi. Hatte ich auch bereit und sie hätte den schon lange gesucht und so. Habe ich bei ihr dann auch auf dem Insta-Profil gesehen, dass sie auch so ein ähnliches Bild hatte. Und sagte, wow, voll geil, hat genau diese beiden gemacht und so, war voll glücklich. Danach hatte ich noch diesen kleinen Totoro hier, war auch von einem Wanadu von mir, also wirklich jeder zweite, dritte hat irgendwie nach Studio Ghibli Zeug gefragt. Und dann wollte sie noch so eine Briefmarke so rundum, dass es aussieht wie so eine Briefmarke, weil sie viel reist und tralala. Und am Schluss noch dieses kleine Flämmchen von Studio Ghibli. Yo, und das war dann schon der erste Tag. Ich hatte nur ein kleines bisschen so beim Durchlaufen gefilmt. Wir waren in einer geilen Position, so relativ in der Mitte. Und hier war schon der Ausgang, ab und zu zum schnell rauchen. Und auf der anderen Seite war die Toilette und dann konnte ich immer so schnell hin und her. Ab und zu war ich so im Stress, dass ich total vergessen habe, überhaupt aufs Klo zu gehen oder was zu trinken oder was zu essen. Unsere erste Mahlzeit hatten wir dann erst am ersten Tag um 6, 7, kurz vor Schluss, hatte ich diesen fetten Pulled Beef Burger reingedrückt. Das war sehr geil. Und dann sind wir schon in unser Airbnb gegangen, ein bisschen ausruhen, weil ein bisschen stressig. Die letzte Nacht hatte ich auch nicht so viel gepennt. Und ja, was ich bemerkt habe, so, wenn ich und Gloria, meine Mitarbeiterin, wenn wir nichts zu tun hatten, wenn wir ab und zu so kurze Päuschen hatten und so rumgestanden sind alle einfach an uns vorbeigelaufen, so, kein Interesse. Sobald ich und sie zusammen angefangen haben zu tätowieren, stand voll. Auf einmal wollen alle, ich will das. Hallo, ja, wo wart ihr bis jetzt, Mann? Und dann habe ich immer sagen müssen, ja, komm in eine halbe Stunde, komm in 40 Minuten, komm nach einer Stunde. Auf einmal waren 3 gleichzeitig da, die Termin hatten und so. Dann muss ich sehen, welches ist das kleinste. Okay, mache ich dich. Bleibt hier in der Nähe bei meinem Stand, sobald ihr aufsteht, dass der Nächste sich hinsetzen kann. Wenn ihr 5 Minuten Verspätung habt, ich kann nicht warten, weil die Leute drehen durch und dann laufen sie weg, ne? Und ja, ab und zu war es stressig, aber war ein guter Stress, weil man sieht, es läuft und der gute Batzen kommt rein, ne? Also das heißt 10 Tattoos, 11 Tattoos habe ich gemacht am ersten Tag und ja, danach ins Airbnb. Wir hatten so 2 Stöcke, also 2 Airbnbs für Gloria und Leonora und oben war ich mit meiner Frau. Zuerst dachten wir, das wäre so ein großes Apartment-Style, aber dann waren es so doch 2 kleine Wohnungen und ich dachte, okay, cool. Und dann sind wir nochmal rausgegangen, ein bisschen was futtern und noch ein bisschen ein Bier getrunken, ganz gemütlich und dann endlich schlafen. Ja, ich konnte nicht so wirklich pennen. Die Matratze war sehr, sehr, sehr weich und jedes Mal, wenn ich in einer neuen Location bin, schwierig für mich einzuschlafen. Ich hatte gar nicht so einen tiefen Schlaf, sondern die ganze Zeit hatte ich so gedacht, war ich so ein Wachtraumzustand. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, ich gehe jetzt in die Convention, mache nochmal alles bereit und bla bla, die Nadeln und so wirklich voll unter Stress irgendwie. Aber easy, am Morgen war ich dann wieder fit am zweiten Tag, noch ein Käffchen getrunken, noch ein bisschen spaziert durch die Hallen
Und dann ging es schon wieder weiter mit Stechen, meine lieben Freunde. Diese wunderschöne Teebeutelkatze habe ich gemacht. Ja, also die Leute haben auch ständig nach irgendwelchen Kätzchen gefragt. Dann habe ich diesen Bu gemacht. Der war cool. Das war auch so ein Kunde von der vorherigen Convention. Ich glaube, der hat schon 2 gemacht von mir. Das ist immer so eine Clique von 5, 6 Leuten, von Jungs und Mädels. Und die sind immer zusammen an Conventions. Und ja, ich sehe sie an jeder Convention, kommen sie vorbei. Das letzte Mal hatten sie keins gemacht. Ich habe sie natürlich sofort erkannt. Ich habe gesagt, oh meine Freunde, ihr seid ja wieder da und so. Letztes Mal habt ihr übersprungen. Das heißt, heute gibt es wieder eins. Und dann der eine sagte, ja, ich will diesen Bu, der ist voll geil. Aber ich musste ihn noch ein bisschen umzeichnen, weil er wollte ihn so als Ganzkörper eigentlich, ganz, ganz klein, mit einem Frame rundum, also so wie ein Panel. Und ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, Mann, es würde aussehen wie so ein Kaugummi-Aufkleber, so als Ganzkörper. Machen wir ihn so bis hier, oder? Dass man ein kleines bisschen die Beine noch sieht, so ein bisschen abgeschnitten. Und das Panel so hinter ihm, dass sein Kopf so wie aus dem Panel ragt. Und dann habe ich das für ihn vorbereitet, natürlich auch ein kleines bisschen größer, damit man die Details auch besser sieht und so. Und er hat sofort gesagt, ja Mann, geil, hau rein. Und ja, habe ich ihm noch den Bu gestochen, so in diesem sketchy Style. Dann habe ich diese geile Maschine gesehen hier mit den Pokémon Cards. 2 Franken tut man rein, dreht einmal. Und dann hat man so 3 Pokémon-Karten, ja, und das habe ich rausgezogen. Oh, eine Video. Ha! What the fuck? Scheiße. Rare candy, check. Sidra. So. Koliko para? Toliko muzike. Und dann kamen so 2 Kumpels, die waren schon am ersten Tag da, hatten ein bisschen so herumgeschaut und fragten mich, ob ich das ihnen machen könnte. Auch nicht ein Wanna-Do von mir, sondern das hatten sie im Handy, diese Bilder gespeichert, so ein Friendship-Tattoo von Ruffy und Ace. Und wie sie sich so ansehen mit dem Sack in der Hand. Und wir hatten einen Termin dann auf dem 2. Tag gemacht. Und ja, ich machte einen und Gloria machte den anderen. Ich konnte den Jungfräulichen tätowieren, der noch kein einziges Tattoo hatte. Ja, hatte schon ein bisschen Schmerzen, aber es ging recht gut und es hat richtig Spaß gemacht, diesen Ruffy so zu machen. Und wenn sie dann so aufstehen und so nebeneinander stehen, dann sieht es so aus, als ob sie so Pröstchen sagen, ja, so zusammen anstoßen. War auch echt cool, da habe ich eben auch so ein bisschen schattiert und so. Noch ein bisschen mit weißer Farbe. Ja, bin recht zufrieden. Gestern habe ich im Instagram ein Reel gesehen von Ontan. Der war dort, Mann. Das wäre cool, hätte ich den gesehen, man wäre an meinen Stand gekommen, hätte ich ihm noch einen Manga von mir reingedrückt. Ich denke, er steht auf so Zeug, so wie Revenge of Medusa, mein Manga, das wäre echt cool gewesen. Habe ich gesehen, hat er so Interviews gemacht, so Fragen über Anime, Quiz und so. Und er hat genau diesen Typen interviewt, den ich tätowiert habe mit diesem Ruffy. Und ich habe erst gesehen, warte mal, ich kenne doch den Typen. Und dann sehe ich den anderen, hey, das ist doch Ontan, der war hier in der Fantasy Basel. Voll geil, Mann. Ja, und dann habe ich dieses Ding gemacht, diese Frau, die eigentlich ein Typ ist von Wiedergeboren als Schleim, kannte ich nicht. Ich kenne das schon, das Ganze hier, aber ich habe es jetzt nie geschaut oder gelesen. Und diese Frau, die eigentlich ein Typ ist, kannte ich auch nicht. Aber ja, es hat auch Spaß gemacht, war auch so ein cooler Typ. Und ja, dann habe ich so diesen Oktopus hier gemacht, der hat eigentlich so fröhlich ausgesehen, war auch von einem Wanna-Do von mir. Aber der Junge wollte ihn dann so böse und dann habe ich ihn eben einfach hier noch 2 Striche gemacht, oben bei den Augen und einen bösen Mund. Und dann kam die Frau von dem Typen mit diesem Schleimzeug da und
irgendwie konnte sie sich nicht so richtig entscheiden, was sie machen wollte. Sie wollte ihre 2 Katzen haben, so mit realistischen Gesichtern. Und zuerst dachte ich, ja, nee, das geht mir jetzt zu lang und so, das würde ich lieber im Tattoo-Studio machen und so. Aber ich hatte einen Termin dann um diese Zeit, wo sie gekommen ist. Und ich dachte, komm, ich habe dir gesagt, warte noch ein bisschen. Du kannst auch bei Gloria machen, bei meiner Mitarbeiterin. Sie ist auch spezialisiert auf so Feinline und so, wegen den Kätzchen. Und dieser Typ dann, der Termin hatte, ist nicht aufgetaucht. Und dann sagte ich, okay, komm, ich mach. Dann habe ich ihr das so schnell vorbereitet auf dem iPad, so die Kätzchen. Sie war voll begeistert. Wow, schön, habe ich tätowiert. So realistisch, man erkannte sie sofort. Sie war überglücklich. Ich habe es genauso gestochen wie auf den Bildern. Ja, und dann hat sie gezahlt, ist gegangen und so. Irgendwie nach halber Stunde kommt sie wieder. Ja, ich habe etwas gesehen, weißt du, bei dieser Katze, die dunkle hier auf dieser Seite, müsste sie noch dunkler sein und du hast sie hell gemacht. Und ich habe so das Bild angeschaut vom Original, ich so, aber auf dem Bild ist sie ja auch hier hell. Und ich habe noch extra mit weiß so ein paar kleine Pünktchen gemacht. Ja, aber das sieht nur so aus auf dem Bild, eigentlich ist das nicht so. Und ich dachte, ja, aber ich wollte sie ja 1:1 so machen und du hast ja gesagt, okay, ja, ich würde hier trotzdem noch gerne nochmal schwarz machen. Ich habe gesagt, komm, lass jetzt mal verheilen, weil hättest du mir das gleich von Anfang an gesagt, konnte ich das noch machen, aber jetzt nochmal neue Nadeln herausholen und alles nochmal bereit machen und so. Wenn andere noch neues Zeug wollen, habe ich gesagt, komm, lass jetzt mal heilen und kommst du dann bei mir ins Tattoo-Studio. Also, das war schon ein bisschen kacke, ja. Ja, was will man machen? Und dann kam noch ein Pärchen, so ein riesiger 2 Meter Roboter-Typ mit seiner Frau. Sie machen dieses K mit dem Pik, oder wie man dem sagt. Ist das Pik, das umgedrehte Herz? Und seine Frau macht dann noch das Queen. Ja, ist so ein Standard-Pärchen-Tattoo. War cool. Und Totoro, ja, wieder ein Totoro habe ich gemacht. Und dann gab es noch eine Naruto-Spirale auf dem Hals hier. Also es war irgend so ein Typ und der hatte irgendwie so ein Tattoo an der Hand. So blaue Flecken waren das. Und er erklärte mir, dass das eine Galaxie darstellen soll. Eine Freundin von ihm hat das zu Hause tätowiert. Katastrophal. Und ich habe gesagt, hey, das kannst du doch nicht so lassen, man, machen wir mal ein Cover-Up oder so. Ja, vielleicht. Es sah einfach so wie hingemalte blaue Flecken aus mit so einem Stift, der ausgebleicht ist. Ja. Und dann hat er sich hier auf dem Hals noch das Naruto-Ding hingeknallt. Und ja, das war es dann auch schon mit dem zweiten Tag. Am zweiten Tag ist dann noch der Freund von Gloria gekommen, meiner Mitarbeiterin. Und ja, dann gingen wir erstmal fette Ramen essen in dieser Rahmenbar, die gleich neben der Messe ist, also beim Gebäude. Und ja, war echt lecker, muss ich schon sagen. Und auch dieses Bier, das japanische Bier und ein bisschen Sake musste natürlich auch noch sein, haben wir angestoßen. Und ja, dann sind wir ein bisschen in die Stadt gelaufen und dort sind wir dann in eine andere Bar, haben uns hingesessen und haben nochmal ein bisschen was getrunken und so. Ein bisschen feiern, ja, weil es war gut, es ging wunderbar. Also eigentlich an jeder Convention ist es immer ungefähr gleich. Ich mache jedes Mal so etwa 10 Tattoos pro Tag und so, weil mehr schaffe ich auch irgendwie gar nicht, weil wegen der Zeit. Ja, muss schon sagen, Basel ist schon ein nettes kleines Städtchen. Dieser Feuerschwinger hat uns hier plötzlich einfach so überrascht mit einer geilen Show-Einlage. Hier noch ein Pinkadino mit grünen Trams und so. Dann sind wir wieder zum Auto gelaufen, war ziemlich weit geparkt, ja, weil der liebe Herr Freund von Gloria keinen Parkplatz gefunden hatte in der Nähe. Und schon wieder eine Buße. Die zweite. Und heute ist noch der letzte Tag. Ich hoffe, heute gibt es nicht nochmal eine. Gleich am Eingang haben uns diese glitzernden, bunten Mandos überrascht. Musste ich natürlich filmen. Und dann hatte ich mal kurze Zeit, um nach oben zu klettern, zu verschwinden und mal sehen, was da so abgeht. Ich wollte unbedingt schnell einen Freund besuchen, der in der Artist Alley war. Und hier ist er, der Mr. José, mit seinem fetten
Argusomniacs Stand. Er macht diese Drippy Creatures from the Drippy Side. Tropfende Köpfe, symmetrische Sticker, Skateboards, jede Menge Shirts. Ziemlich teuer, aber egal. Und hier noch wunderschöne Disney Princesses mit Mickey Mouse. Nochmal so ein Bling Bling Stormtrooper. Und dann hier ein bisschen Cherry Blossoms und ganz viele Artworks. Und natürlich von mir meine Mickey Mäuse, die eigentlich original auf Leinwand sind mit Acryl. Und ja, hier sind wir wieder an unserem Stand bereit. Ja, ich habe leider keine Zeit, ein bisschen hin und her zu schauen und einzukaufen und sehen, was es hier alles so gibt. Ich sage immer, entweder gehst du als Besucher und gibst Geld aus oder du gehst dorthin arbeiten und nimmst Geld ein. Beides zusammen ist sehr, sehr, sehr schwierig zu kombinieren, meine lieben Freunde. Der hier war so ein geiler Typ. Er ist zweimal morgens zu mir gekommen in einem weißen Shirt und Stiften und dann konnte man so auf seinem Shirt malen und natürlich habe ich meine Medusa gemalt und ja, dann ging er so überall zu verschiedenen Ständen hin und ja, ich denke, er hatte das dann schön voll schlussendlich am Ende des Tages. Ist ein geiles Andenken. Könnte man nachmachen, ne? So, und dann gab es wieder so ein Partner-Tattoo. 2 Mädels wollten diese kleine Volleyball-Eule. Das ist von diesem Volleyball-Anime. Ich kenne den zwar nicht, also ich weiß schon, was das ist. Ich glaube, das ist so ein Typ mit orangen Haaren. Ich habe es aber noch nie gesehen, ja. Und danach kam nochmal so ein Pärchen, so ein Junge mit einem Fräulein, das kein Deutsch konnte, sondern nur Englisch und Französisch und sie suchen so ein Partner-Tattoo und haben ein bisschen geguckt bei mir und so. Für ihn war das sein allererstes und er wusste nicht so recht was und dann habe ich gesagt, ja, mach doch Pokémon. Er fragte, was ich empfehle und dann sagte er sofort, hey, ja, das hört sich toll an, Pokémon. Und dann haben sie gleich so kleine Wanadoos gefunden, die ich an diesem Tag noch am Morgen vorbereitet habe und geschnitten. Diese kleine Psyana machte der Typ ja hier bei der Hüfte und die Felinara machte das Fräulein hier auf den Rippen. Und danach kam nochmal so ein cooler Typ, der machte diesen C3PO, den ich schon ein Weilchen auf Lager hatte, wollte ich schon immer mal machen, diesen süßen Sketchy-Style. C3PO fand ich sehr geil, hat echt Spaß gemacht. Und danach kam dieses Fräulein hier und machte dieses kleine Miu. Ja, das ist ein Fräulein. Das sieht zwar vielleicht nicht so aus, wegen diesen behaarten Beinen. Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. War ziemlich jung. Ich glaube, die war erst so 20 Jahre und hatte voll die behaarten Beine. Fast mehr als ich hier. Kannte ich so jetzt noch nicht. Ich weiß ja nicht, die Welt bewegt sich weiter und es kommen immer wieder neue Modetrends und so. Ist jetzt nichts für mich, aber jedem das Seine, ne? Man muss ja alle Meinungen und Styles akzeptieren können. Kann ihn ja jeder machen mit seinem Körper, was er will, ne? Und dann kam noch dieser Typ hier mit einer Oni-Maske. Der war auch ein bisschen unsicher. Ich habe ihn gesehen, so in meinem Manga ein bisschen rumblättern und so. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, Achtung, ist erotisch und brutal. Und dann hat er gesagt, hey, das hört sich doch sehr gut an. Und ja, Tattoo, dies, das, ich weiß nicht, ja, ich will etwas Monster-Style oder so. Und dann habe ich eben diese Oni-Maske ihm vorgestellt. Ja, ja, finde ich geil. Mach so, damit sie diesen Geist sticht. Und der dann Buh sagt. Und ja, dann habe ich ihm das so gestochen. Und dann kam dieser hier mit diesen Sailor Moon Augen da hinten, Achillessehne, ja. Und danach kam noch ein Typ, einer, der schon mal bei mir war, bei der vorletzten Convention. Und damals machte er diese Kitsune Fox Maske hier. Er war voll begeistert, immer noch. Sehr geil, hat er gesagt, 10 von 10. Und jetzt haben wir ihn dem Gengar hier gemacht, auch so sketchy Style. Den hatte ich auch schon etwa 2-3 Jahre auf Lager und ja, ich recycle diese natürlich immer wieder. Wenn ein Wanadu sich nicht verkauft, dann nehme ich das natürlich mit für das nächste Mal, für die nächste Convention. Aber ich zeichne dann noch mehr und dann wird das sehr, sehr, sehr viel am Schluss. Dann gab es noch diesen Totoro.
süß, Standard, ja. Und dann am Schluss kam nochmal so ein alter Kunde von mir. Ich habe ihn leider nicht sofort erkannt. Aber er sagte, er hatte schon vor 6, 7 Jahren mal ein Tattoo bei mir im Studio gemacht. Und der machte sich diesen fetten Broly hier, auch im Sketch-Style, als krönender Abschluss, meine lieben Freunde. Ja, der letzte Tag war nicht einfach, weil eine Person, die sich was am Fuß stechen lassen hatte, boah, alter Schwede, ich habe noch nie so einen stinkenden Fuß vor mir gehabt, vor meiner Fresse, Alter. Das war wie so ein beißender Essiggeruch, wo so richtig, boah, wie soll ich das erklären, so, man kann nicht mal einatmen, so, und dann, boah, so wie ein Riechsalz. Habt ihr schon mal Riechsalz gehabt? Ich denke, das geht man so Junkies, die so halb tot sind, dann geht man ihnen so einen kleinen Schnupf, also zum Riechen, und dann sind sie sofort wieder wach. Also ich denke, das weckt Tote wieder auf aus der Trance. Und ich wusste nicht, boah, wie reagieren. Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein und ihr sagen, hey, zieh jetzt deine Socken an oder deine Schuhe, what the fuck, oder mit Spray irgendwie. Ich versuchte die ganze Zeit durch den Mund zu atmen. So. Sobald ich ein bisschen durch die Nase eingeatmet habe, so, oh shit, alter Schwede, Mann, das war wirklich heftig. Also bitte, bitte, liebe Leute, wenn ihr jemals ein Tattoo machen wollt auf euren Fuß, dann macht vorher bitte sicher, dass der Fuß auch gewaschen ist. Oder lasst die Schuhe dann einfach an, man. Zieht die Socken nicht aus. Das ist übel, übel. Ja. Und das war's dann schon mit der Convention. Jo, wir haben dann alles schön zusammengepackt. Der Freund von Gloria ist wieder gekommen und auch der Bruder von Leonora mit seiner Freundin haben wir zapp zarab dann mit 2 Autos alles schnell eingepackt. Das ging vielleicht 20 Minuten, das Zusammenräumen. Viel, viel schneller als das ganze Aufbauen und so. Ist ja normal. Und ja, dann gingen wir noch was trinken gemütlich. Und das war's dann. Meine Bücher Revenge of Medusa gingen auch sehr gut weg. Ich denke, ich habe etwa 40 Stück verkauft. Natürlich kann es immer gerne mehr sein. Aber wenn ich schaue, seit Januar, seit dem Release, habe ich schon über 500 Stück verkauft. Und ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht für ein Erstlingswerk, das von einem eigenen Verlag herausgebracht wurde, nur in der Schweiz und jetzt endlich auch in Deutschland erhältlich, bei der lieben Manga-Ecke. Finde ich das eigentlich eine recht gute Sache, ne? Ein Typ war geil, er kam zu mir und hat gesagt, hey, ich hab dich bei Sir Lectors Video gesehen, er hat über dein Manga geredet. Ein Subscriber von ihm. Dann musste er sich natürlich auch ein Exemplar gattern, signiert. Voll geil. Dann dachte ich, boah, krass. So ein Schweizer, einfach so ein Subscriber von Sir Lector. Dachte ich, doch, läuft bei diesem Mann. Klein ist die Welt. Also klein ist die deutsche Manga-Szene. Tja, und sonst das Merch. Ja, ein Bild habe ich nur verkauft, eingerahmtes. Ein paar kleine Postkarten, 2 Shirts und eine kleine Figur von Silenos und ein einziges Sticker-Set. Ja. Das war ein bisschen schäbig, aber ich bin es mir langsam gewohnt, weil in der Schweiz hier, wenn ich einen Tattoo-Stand habe, mixe ich den ja immer mit Manga, oder? Und all die Leute kommen dann speziell auch in diese Halle wegen den Tattoos. Und wenn sie dann so Merch sehen, dann sind sie immer so ein bisschen zurückhaltend, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an die LBM zurückdenke, dieses Jahr im März hatte ich ja diesen kleinen Scheiß Dreck, so eine kleine Box. Das war mein Stand.
Aber Bilder habe ich etwa 30 Stück verkauft, Bilder im Rahmen, weil dort gibt es keine Tattoo-Stände. Ich war im Manga-Bereich und die Leute kommen auch wegen Manga. Ja, das habe ich so gemerkt. Jedes Mal, wenn ich das mit Tattoo kombiniere, läuft es nicht so, wie ich das gerne hätte, aber egal. Der Batzen war schlussendlich sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Ich nenne jetzt keine genauen Zahlen, aber ich kann euch sagen, dass der Verdienst 5-stellig war. Ja, so ist es immer auf der Schweizer Convention, weil die Schweizer haben Geld, meine lieben Freunde. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, liebe Leute. Vielen herzlichen Dank an alle, die gekommen sind, einfach um Hallo zu sagen oder was gekauft haben oder sich stechen ließen von mir oder meiner Mitarbeiterin. Vielen Dank an alle Kunden und Freunde, die vorbeigekommen sind und Hallo gesagt haben. Ich hätte mich wirklich sehr, sehr gerne noch ein bisschen länger mit euch unterhalten und ein bisschen rausgegangen, eins rauchen, ein Bierchen trinken. Aber leider ist da immer so ein großer Chaos, oder? Und dann kann ich nicht mit jedem gleich viel Zeit verbringen. Es ist eben so ein bisschen wie am Fließband, ne? Vielleicht das nächste Jahr mache ich mal Pause und gehe mal so als Besucher, damit ich auch ein bisschen Geld ausgeben kann. Ich hätte mir sicher irgendwelche Figuren reingezogen, wenn ich welche guten gefunden hätte, Digimon oder so. Weil die sind immer sehr selten und ja, jetzt bin ich zurück und jetzt habe ich gar keine Zeit für gar nichts. Ich mache jetzt noch dieses Video fertig. Und dann muss ich noch den Rest von Revenge of Medusa English Edition kontrollieren. Ich habe von diesen Mädels, die mir das alles eingeschrieben haben, bereit gemacht haben für den Druck. Die englische Version, 3 Kapitel habe ich jetzt kontrolliert und habe jetzt schon irgendwie 15 Fehler entdeckt. Und ja, ich bin jetzt so im Stress, weil die Dokumi ist jetzt schon in 2 Tagen, meine lieben Leute. Ich muss nachher noch ins Studio und den Rest nochmal zusammenpacken. Alles, was ich gestern raus aus dem Auto getan habe, kommt jetzt ein großer Teil wieder rein. Alles außer das Tattoo-Material. Ich muss noch neue Fine Art Prints drucken lassen. Ich habe extra noch neue Bilderrahmen gekauft und so. Und ja, wir sehen uns an der Dokumi, meine lieben Freunde. Checkt auf jeden Fall die Links hier unten in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und lasst ein Like da und subscribe. Dann sehen wir uns schon sehr bald wieder. Kommt vorbei an der Dokumi, an meinem Stand. Ich bin im Ü18-Bereich und sagt Hallo. Peace.